So, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ihr seht schon so ein bisschen warme Farbe, ein warmer Unterton. Ja, ich würde jetzt sagen, ihr schaut mir einfach zu beim Malen. Ich lasse die Kamera laufen. Los geht's. Ihr seht, ich habe jetzt hier ganz bewusst helle Stellen gelassen auf dem Nasenrücken, hier auf der Stirn und so um den Mundbereich herum, damit das eben wie Lichtreflexe wirkt. Und jetzt mache ich so ein Graubraun für die tieferen Schatten in der Augenhöhle und unter und neben der Nase, unter den Lippen. Genau, und wir schauen mal, wie das dann aussieht. Das mache ich jetzt so nass auf trocken, damit es ein bisschen Kontur bekommt und nicht alles so weich und ineinander läuft, weil dann wirkt das Ganze flach, sondern dass es sich abhebt und man die Tiefe auch erkennt. Vorher mache ich die Wangen noch mal ein bisschen mehr rosa, ein bisschen tiefer. Ist auch nicht so schlimm, wenn ihr hier mal über den Rand kommt. Ihr könnt das dann, solange das noch feucht ist, immer wieder abtragen mit einem sauberen Pinsel. So, und auch auf der anderen Seite mache ich das nochmal. So, jetzt lasse ich das nochmal trocknen oder föhne mir das geht schneller. Und dann geht es endlich weiter mit den Tiefen. So, jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, die Kamera anzuschalten. Ja, das ist so typisch ich. Also ich zeige es euch nochmal. Ich habe jetzt mit diesem warmen Graubraun hier diese Schatten gesetzt um die Nase, im Augeninnenwinkel und so ein bisschen hier am Rand, hier unterm Kinn und hier oben nochmal. So, und jetzt mache ich auf der anderen Seite weiter.
Ich bin soweit fertig mit meinen Schichten im Gesicht, bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Sieht jetzt schon richtig gut aus und jetzt möchte ich mit den Haaren weitermachen. Haare finde ich immer echt schwer, da das so hinzukriegen, dass es echt aussieht und nicht zu viel wird. Ich neige schnell dazu, viele Striche und Linien reinzubringen. Und wir machen das jetzt ganz weich und die Japaner haben ja so dunkles Haar. Und ich habe mich entschieden, jetzt eine erste Schicht Grün reinzubringen, was dann so ein bisschen durchschimmert durch das Schwarz oder Grau. Ich muss mal schauen, was ich mir für eine Farbe aussuche. Ich habe jetzt hier von Daniel Smith Watercolor. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Licht ist jetzt hier so, die Sonne scheint so doll rein. Habe ich hier so kleine Tuben. Da nehme ich jetzt so ein Kaskadegrün, heißt das. Das ist so, ich habe ja gerade noch die Farbkarte gehabt, hier. Das ist so ein bisschen so ein kühles Grün. Und ich werde versuchen, dass ich wirklich von den Tonwerten, also erstmal hell gehe und dann einen Mittelton und zum Schluss dann ein Grau oder ein Schwarz. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Am Anfang auch nass in nass, erstmal schön nass machen und dann mit dem Grün erstmal vollständig ausmalen. Los geht's. So, ich sag's euch, Kamera einstellen und Technik, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe es jetzt, glaube ich, hingekriegt. Irgendwie sackt meine Kamera dann immer so ab und bis ich das richtig festgedreht habe. So, naja, okay. Die Lichtverhältnisse sind heute eher semi, weil ich habe ja genau das Fenster davor und die Sonne scheint früh immer rein. Und dann sieht man hier gar nichts, deswegen musste ich das Rollo runter machen. Und habe jetzt aber versucht, das so einzustellen, dass ihr das trotzdem gut sehen könnt. So, hier sitzt meine Mischpalette und die habe ich gerade noch mal frisch ausgewaschen. Ich glaube, ich stelle das nicht hier drauf. Unten drunter ist nämlich alles nass. Kaskadegrün. Kommt hier ein Klecks rein. So, erstmal. Das sieht nicht viel aus, aber das wird eine ganz schöne Masse. So. Und dann wird gemischelt. So, und wir wollen ja in den Tonwerten immer heller gehen. Das heißt, wir machen das jetzt nicht gleich so dunkel. Ich gebe jetzt in das Fach nochmal Wasser rein, damit ich hier jetzt meinen hellen Ton anmischen kann. Also am Anfang lieber ein bisschen zu hell als zu dunkel, damit sich das alles gut abhebt. Erstmal wieder schön nass in nass. Und nicht so nass machen, dass hier das alles schwimmt, weil dann ja, schwimmt euch die Farbe so weg, sondern lieber ein bisschen noch mal drüber gehen, dass es ins Papier erstmal ein bisschen einziehen kann.